Grüezi und herzlich willkommen in Marrakesch, der marokkanischen Stadt, die neben Fez, Meknes und Rabat zu den 4 Königstädten des Landes zählt. Vom Flughafen dauert die Fahrt bis zur Stadtmauer mit dem Taxi nur 10 Minuten. Die bis zu 14 Kilometer lange rote Lehmmauer wurde aber stets gepflegt. Und noch heute sind die insgesamt 9 Tore so intakt wie vor Jahrhunderten. Innerhalb der Stadtmauern triffst du auf das, was von Touristen in Marrakesch geliebt wird. Die Altstadt, die Medina, tauchen wir ein. Mit seinen 1000 Gesichtern und ebenso vielen versteckten Schätzen ist Marrakesch eine Perle, die allen, die sie entdecken wollen, viel zu bieten hat. Und natürlich die Souks, zum Beispiel der Souk Semarin, der zu den bedeutendsten Souks in der Medina von Marrakesch zählt. Hier sind die Gassen derart breit, dass neben den Fußgängern locker auch noch Motorradfahrer ihren Platz finden. Und in den Souks wird unterteilt. In den Bereich, in den Touristen kaum hingehen, wird gearbeitet und an der Front, in den Gassen, wird verkauft. Mittlerweile sind diese Bereiche, so habe ich den Eindruck, nicht mehr so streng aufgeteilt, aber doch noch erkennbar. Kehren wir wieder in die Gassen der Souks zurück. Es gibt ja auch ruhigere Zeitgenossen hier und auch solche, die hauptsächlich verkaufen möchten. Und das sind viele. Und wenn du etwas Ruhe suchen möchtest, an Restaurants fehlt es hier nicht. Empfehlen kann ich dir das Le Slimana. Es bietet hervorragende Speisen, aufmerksamen und freundlichen Service und, als seltene Ausnahme hier, alkoholische Getränke. Und ja, natürlich eine Dachterrasse mit einer hervorragenden Aussicht über die Stadt. Okay, verlassen wir die Stadt und suchen die Stille in der Natur auf dem Land. Wir sind unterwegs zu den Usud-Fällen, die ca. 150 Kilometer nordöstlich von Marrakesch liegen.
Usud-Fälle im mittleren Atlas sind die höchsten und zugleich schönsten Wasserfälle in ganz Marokko und sogar ganz Nordafrika. Scheinbar macht es den Berberaffen Spaß, den Touristen vor den Wasserfällen Modell zu stehen. Über mehrere Kaskaden aus roten Felsen donnert das Wasser des Flusses Oued Tiscat, der sich aus unterirdischen Quellen speist, satte 110 Metern in die Tiefe. Usud ist in der Berbersprache das Wort für Olive und bezieht sich auf die knochigen Olivenbäume, die dir auf dem Weg zu den Wasserfällen begegnen. Die Ufer sind mit Feigenbäumen und urwaldähnlichen Lianen bewachsen. Das Dorf Usud auf ca. 1060 Metern lebt hauptsächlich vom Tourismus, der durch die Fälle geprägt ist. Oberhalb der Fälle befinden sich einige Mühlen, die noch in Betrieb sind und auch besichtigt werden können. Dabei kannst du die verschiedenen Arbeitsschritte zur Gewinnung des kostbaren Arganöls anschauen oder auch, wie mit kunstvoller Handarbeit Figuren aus Stein gemeißelt werden. Jetzt im September fließt das Wasser recht zaghaft über die Felsen. Wenn du die Fälle in voller Pracht genießen möchtest, empfehle ich dir, sie im Frühjahr zu besuchen. Trotzdem, an den meisten Tagen des Jahres zaubert die marokkanische Sonne dabei aus den feinen Wasserperlen einen bunten Regenbogen. Zurück in Marrakesch stehen in der Nähe des großen Marktplatzes Jemaa el Fna bereits die Pferdekutschen bereit, um willige Touristen durch die Medina zu karren. Die Koutoubia-Moschee im Almohadenstil aus dem 12. Jahrhundert sowie ein Platz mit Garten und Brunnen markieren für mich den Übergang zwischen der lebhaften, oft hektischen Altstadt und einer Oase der Ruhe, die man auf der Rückseite im angrenzenden Park findet. Auch wenn Nicht-Muslime die Koutoubia-Moschee nicht von innen besichtigen dürfen, stellt selbst die Außenbesichtigung ein tolles Erlebnis dar. Direkt gegenüber der berühmten Koutoubia-Moschee liegt das Café Medina Rouge. Ein Besuch hier kann ich dir wirklich empfehlen, allein schon wegen der Dachterrasse, die dir eine atemberaubende Aussicht auf die Moschee bietet.
Der Djemma El Fna ist der Hauptplatz von Marrakesch und unbestritten der wichtigste Teil der Medina. Hier treffen sich Einheimische und Touristen sowohl tagsüber als auch nachts, um etwas zu essen, einzukaufen oder sich die verschiedenen Shows anzusehen. Tagsüber ist der Platz voller überraschender Sehenswürdigkeiten bis hin zu Schlangenbeschwörern und Gauklern aller Art. Auf dem Djemma El Fna findest du zahlreiche Stände, an denen Orangensaft, Gewürze, Minzblätter und Tongeschirr verkauft werden. Als idealen Ort am Platz kann ich dir die Terrasse vom Café de France empfehlen. Bestelle dir ein Getränk und beobachte genussvoll das geschäftige Treiben auf dem Platz. Die Patisserie Al-Jafta aufzusuchen kann ich dir ebenfalls empfehlen. Hier gibt es die besten Shakes der Stadt. Die Kuchen sind auch zu empfehlen, zum Beispiel die Pastilla oder das Walnusstörtchen. Drinnen wie draußen gibt es allerdings nur einige wenige Tische. Natürlich gibt es auch ganz kleine Läden, die es auch verdienen, berücksichtigt zu werden. Ja, welches sind denn die Unterschiede zwischen Medina und Souk? Die Medina ist grundsätzlich die gesamte Altstadt innerhalb der Stadtmauern. Darin wiederum sind die verschiedenen Souks untergebracht in noch etwas engeren Gassen. Wer in der Medina ein gutes Riad als Unterkunft wählt, erlebt Marrakesch authentischer, zumal die guten Riads mittendrin in der Medina gelegen sind und überraschenderweise herrscht innerhalb der Riads absolute Ruhe. Der Bachia-Palast ist ein weitläufiger, aufwendig gestalteter Palast mit 160 Zimmern, Innenhöfen und einer über 3 Hektaren großen Gartenanlage. Er macht das richtig. Immer zuerst sich pflegen, dann die Pflanzen. Alles muss schließlich gut aussehen. Der Bau des Palastes wurde in den 1860er Jahren begonnen. Die Räume bestehen aus atemberaubenden Stuckarbeiten, die mit Gemälden und Mosaiken verziert sind, sowie aus einer Reihe von Gärten. Als Marokko 1956 die Unabhängigkeit von Frankreich erlangte, wurde der Bachia-Palast als königliche Residenz benutzt,
bis König Hassan II. Ihn in die Obhut des marokkanischen Kulturministeriums übergab, damit das Gebäude als kulturelles Wahrzeichen und Touristenattraktion dienen konnte. Verlassen wir die Stadt und gehen wir raus in die Natur. Rund 1,5 Stunden Fahrzeit mit dem Auto in südlicher Richtung trennen uns vom Urika-Hochtal. Das Urika-Tal bietet dir als Naturliebhaber und Erholungssuchender ein idyllisches Ziel und besticht durch seine üppige Vegetation entlang des sanft dahin plätschernden Urika-Flusses. Am Ende des mehr als 20 Kilometer langen Tals liegt das noch sehr ursprüngliche Berberdorf Seti Fatma. Auf ca. 1450 Metern über Meer mit zahlreichen kleinen Wasserfällen in der Nähe. Auch das Urika-Tal bietet dir neben seinen landschaftlichen Schönheiten vielfältige Eindrücke vom Leben und der Kultur der Berber des Hohen Atlas. Und auch von ihrem Einfallsreichtum, insbesondere in ihrer Art, Getränke kühl zu halten. In der Umgebung von Seti Fatma gibt es 6, je nach Wetter auch 7, kleinere Wasserfälle, die du aufsuchen kannst, allerdings solltest du dabei trittsicher sein. Und auch hier im Frühjahr führt der Fluss Urika Meerwasser, entsprechend sind die Wasserfälle dann spektakulärer anzusehen.
Herrlich hier die Aussicht beim Abstieg ins Dorf. Auch auf dem Rückweg ins Dorf bieten die Einheimischen allerlei Kunsthandwerk, Töpfereien, Teppiche und vieles mehr an. Der Fluss Urica fließt mitten durch das Dorf. Ja, man kann sagen, er fließt mitten durch die Restaurants, denn diese haben ihre Außensitzplätze ganz nah an den Fluss gestellt. Dadurch kannst du dich hier gut abkühlen von der doch recht anstrengenden Wanderung zu den Fällen. Allerdings fürs Personal ist der Service recht anstrengend, denn sie müssen den Gästen die Getränke und Speisen von der Küche über die Brücke auf die andere Seite servieren. Zurück in der Stadt, erst noch einige Worte zu den Taxis. Es gibt die gelben Petit-Taxis, die transportieren maximal 3 Erwachsene und fahren nur innerhalb des Zentrums der Stadt. Dann die Grand-Taxis, die mehr Personen und über größere Distanzen außerhalb der Stadt fahren. Die Taxis sind sehr günstig und verfügen über Taxameter, die aber gerne ausgeschaltet werden. Preise verhandeln ist auch hier Ehrensache. Ich rate dir, vor der Fahrt eine Fahrpauschale auszuhandeln. Insbesondere nachts gilt, steige nie in ein Taxi ohne vereinbarten Fahrpreis. Die Wiederaufbauarbeiten des starken Erdbebens vom September 2023 sind im Gange. Doch es gibt weiterhin große Herausforderungen, denn viele Menschen in den Berberdörfern leben noch immer in provisorischen Unterkünften. Der Jardin Secret ist eine Oase der Kühle im Herzen der Medina, ein beruhigender Garten inmitten des Sinneschaos von Marrakesch. Die Wasserwege zeigen, wie das Wasser aus dem Atlasgebirge im Inneren des Palastes verteilt wurde, um die Gärten zu bewässern und die Küchen, das Hammam und die Brunnen zu versorgen. Vom Turm Le Jardin Secret, dem höchsten in Marrakesch, der einige der Minarette der Stadt überragt, genießt du eine atemberaubende Aussicht auf die Medina und die Umgebung. Die Ursprünge des Komplexes gehen auf die Sadir-Dynastie vor mehr als 400 Jahren zurück. Zwischenzeitlich praktisch zerstört geriet 2008 das Projekt der Wiederinstandstellung zur Ausführung und der Garten öffnete 2016 zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Türen für die Öffentlichkeit. Vor Ort kannst du in einer kurzen Dokumentation die Arbeiten mitverfolgen.
Und ja, natürlich gibt es auch hier eine kleine Boutique und ein Café. Die Medersa Ben Youssef ist eine ehemalige Koranschule in der Medina. Du kannst sie besichtigen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt ca. 5 €. Sie liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Moschee Ben Youssef und zur gleichnamigen Bibliothek. Auch den neueren Stadtteil Guellis wollen wir natürlich auch besuchen. Allerdings, hier unterscheidet sich Marrakesch nicht besonders von Städten im Süden Europas. Hochhäuser, Geschäfte, Einkaufszentren, nur vereinzelte Pferdekutschen erinnern dich daran, dass du dich in Marrakesch befindest. Wenn wir schon außerhalb der Stadtmauern sind, dann liegt das Jardin Majorelle fast am Weg. Nur 10 Minuten mit dem Taxi und du befindest dich inmitten eines der schönsten Gärten Europas. Der 4000 Quadratmeter große Garten in den strahlenden Farben Blau und Gelb wurde einst von dem französischen Künstler Jacques Majorelle erschaffen. In die Geschichtsbücher schaffte es der Maler jedoch nicht wegen seiner Kunst, sondern eben wegen dieses botanischen Gartens, der vor allem durch die Verwendung des einzigartigen Kobaltblaus so beliebt ist. Das Blau, das auch die Mode von Yves Saint Laurent prägte, nennt man übrigens auch Majorelle-Blau. Der Botanische Garten ist Wahlheimat für Pflanzen von allen 5 Kontinenten. Ein absolutes Highlight sind die riesengroßen Kakteen. Das blaue Haus mit seinem gelben Fenster und der Treppe sind ein sehr beliebtes Fotomotiv.
du musst schon einen besonderen Moment erwischen, um eine menschenfreie Foto zu erhaschen. Gleich einige Schritte neben dem Garten befindet sich seit 2017 das Yves Saint Laurent Museum und ist dem Jardin Majorelle angebunden. Du kannst auch an der Kasse praktischerweise gleich ein Kombiticket für beide Sehenswürdigkeiten kaufen. Das Museum widmet sich sowohl dem Leben des bekannten Modeschöpfers als auch dem Land Marokko, das den Künstler vor allem mit seinen Farben und Symbolen so sehr inspirierte. Allerdings dürfen hier keine Foto- respektive Filmaufnahmen gemacht werden. Dafür kann ich dir das Bistro Le Studio empfehlen. Es bietet geschmackvolle Speisen, fantasievoll angerichtet. Nun ja, es ist Zeit, weiter zu reisen. Meine nächste Destination wird Casablanca sein. Und für diesen Weg eignet sich der Zug meines Erachtens am besten. Also, auf zum Bahnhof! Der im historischen Stil errichtete Bahnhof ist schlicht eine Augenweide. Du kannst sehen, dass hier ausschließlich hochwertige Baumaterialien verwendet wurden. Die Fahrt von Marrakesch nach Casablanca dauert knappe 3 Stunden. Die Landschaft ist, wie in der Ebene von Marokko üblich, eher trocken, wenig bewohnt. Und schon sind wir unterwegs in den Vororten von Casablanca. Unterwegs ins Hotel, das auch hier ganz im Zentrum liegen wird. Doch mehr davon in der nächsten Episode. Mir bleibt dir ganz herzlich für dein Dabeisein zu danken. Schreib mir einfach deinen Kommentar zu diesem Film und wenn du mir ein Like schenkst und meinen Kanal abonnierst, freut mich dies ganz besonders. Wir sehen uns schon bald wieder, wie erwähnt aus Casablanca, natürlich nur auf diesem Kanal. Bleib also einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.